Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden ermutigen, der Gottes Wahrheit kennen möchte, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. Wir gehen Daves Buch In Defense of the Faith durch, als eine Hilfe für Fragen rund um das biblische Christentum. Und wenn Sie das Buch haben und mit uns mitlesen möchten, wir sind in Kapitel 6, Seite 156. Und wenn Sie das Buch nicht haben und interessiert sind, wird Gary Ihnen am Ende der Sendung sagen, wie Sie es bestellen können. Also, wir steigen gleich in die erste Frage ein, Dave. Und diese Fragen habe ich mir nicht ausgedacht. Sie stammen von Kritikern, Skeptikern, wie auch immer. Aus Unterlagen, die ich hatte oder die mir in verschiedenen Treffen und so weiter gestellt wurden. Okay, die erste. Ich habe Freunde, die von Universitäts- oder Seminarprofessoren davon überzeugt wurden, dass das Neue Testament historisch nicht zutreffend ist, sondern eine erfundene Geschichte, die lange nach den Ereignissen geschrieben wurde, die angeblich stattgefunden haben. Sie können mir das nicht beweisen, aber ich kann auch nicht beweisen, dass sie falsch liegen. Gibt es einen einfachen Weg, ohne in eine detaillierte Untersuchung archäologischer Belege und historischer Forschung einzusteigen, Ihnen zu helfen, zu sehen, dass das Christentum so begann, wie das Neue Testament sagt, dass es begann? Tom, es gäbe viele Wege, und wir nennen einige im Buch, und wir können gleich darauf kommen. Aber lass mich noch ein paar andere Möglichkeiten erwähnen. Zunächst einmal behauptet es, von Augenzeugen geschrieben worden zu sein. Johannes, der erste Brief, sagt, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir betastet haben, was wir angeschaut haben. Du weißt schon, vom Wort des Lebens. Petrus sagt, wir waren Augenzeugen dieser Dinge. Die Apostelgeschichte gibt vor, von einem Augenzeugen geschrieben zu sein und so weiter. Wenn es also nicht so war, mit anderen Worten, wenn es später geschrieben wurde, 1 Jahrhundert später, 2 Jahrhunderte später, was auch immer, dann ist es ein Betrug, ein offenkundiger Betrug, geschrieben von jemandem, der nicht dort war, der nicht die Person war, die er zu sein behauptet, oder ein Komitee oder wer auch immer. Und sie lügen einfach. Und wenn man den Einfluss des Neuen Testaments betrachtet, ich glaube nicht, dass man vorschlagen kann, er beruhe auf Lügen. Also erstens ist es absurd. Dave, darf ich das einwerfen? Es ist von Augenzeugen geschrieben. Sie waren nicht die einzigen Augenzeugen. Es gab Hunderte und Hunderte andere. Selbst diejenigen, die den Herrn nicht kennengelernt haben, waren dort. Und sie wären ziemlich gute Zeugen dafür, was nicht passiert ist. Und sie könnten sich darüber beschweren. Wenn also das Neue Testament zu der Zeit geschrieben wird, als all diese Zeugen noch leben, dann kommen sie nicht mal vom Fleck. Ich meine, nicht, dass sie damals Baseball hatten, aber... Nun, jetzt bringst du einen weiteren Punkt. Ich habe dir ein Argument gegeben, warum es zu dieser Zeit geschrieben worden sein muss, und du sagst, ja, und weil es zu dieser Zeit geschrieben wurde, wäre es im Umlauf gewesen. Und es gäbe viele Leute, wie du sagst. Genau, Gegner und solche, die es bestätigen. Ja, aber wir haben keinen Bericht über so etwas. Die Pharisäer bestritten nicht, was die Apostel sagten. Sie warnten sie. Wie oft müssen wir es euch sagen? Sprecht nicht von diesem Namen. Ihr macht Probleme und so weiter. Die Römer konnten es nicht widerlegen, und das verursachte ziemliches Aufsehen im Reich. Wir haben uns auf ein Buch bezogen, das von Mark Hopkins geschrieben wurde, der ein wunderbarer Christ war und viele Belege für die Bibel liefert. Und er zitiert einen Mann namens Leslie. Und ich glaube, ich habe Leslies Buch, aber ich kann mich nicht an seinen Vornamen erinnern. Aber er kam auf einen ziemlich offensichtlichen und einfachen Beweis. Wenn man ein Ereignis hat, das von Menschen öffentlich bezeugt wurde, und es beinhaltet ein Gedenken, irgendeine Art von Denkmal oder Erinnerungshandlung, und das begann unmittelbar nach diesem Ereignis und hat bis heute angehalten, dann kann man absolut sicher sein, dass das Ereignis stattgefunden hat. Lass mich ein Beispiel geben. Tom,
Nehmen wir an, es hätte nie einen Unabhängigkeitstag gegeben, den 4. Juli. Und du und ich kommen zusammen und sagen, hey, ich finde, das wäre eine nette Idee. Warum feiern wir nicht jeden 4. Juli und wir lassen Feuerwerkskörper los und wir sagen, das geht zurück auf den 4. Juli 1776, als die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit erklärten. Und wir machen das schon immer so. Nun, die Leute würden sofort sagen, Moment mal, letztes Jahr haben wir das nicht gemacht und das Jahr davor auch nicht. So etwas kann man nicht nachträglich einführen. Zum Beispiel das Passa, das die Juden halten, seit sie aus Ägypten befreit wurden. Das könntest du nicht 100 Jahre später. Du könntest das nicht anfangen und sagen, nun ja, weil unsere Vorfahren das jedes Jahr gemacht haben. Nein, würden sie sagen, letztes Jahr haben wir das nicht gemacht. Okay, nun haben wir solche Gedenkhandlungen. Wir haben zum Beispiel das Abendmahl. Jesus nahm beim letzten Abendmahl Brot. Er sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nicht, dass das Brot buchstäblich sein Leib gewesen wäre. Niemand, der um den Tisch saß, hätte sich das vorgestellt. Er saß dort in seinem Leib und reichte ihnen Brot. Aber er sagte, das ist mein Leib. Mit anderen Worten, es symbolisiert meinen Leib, der für euch gebrochen werden wird. Und der Kelch ist mein Blut. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Nun, sie tun es seitdem. Du könntest nicht damit angefangen haben. Nun, wir haben zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2 den Bericht, dass die Jünger das Brot brachen. Dave, wie unterscheidet sich das von Traditionen, die sich so entwickelt haben? Sozusagen ein Stück zum nächsten hinzugefügt und so weiter. Und am Ende hat man eine voll ausgeprägte Tradition. Sicherlich Weihnachten, der 25. Dezember. Das ist eine, wie hängt das mit dem zusammen, wovon du sprichst? Nun, es gibt eine Reihe von Unterschieden. Erstens wissen wir nicht, wann die Tradition begann. Ich glaube nicht, zum Beispiel hat die katholische Kirche viele Traditionen. Das meiste, was sie tut, ist Tradition. Nun, du schaust es in einer katholischen Enzyklopädie oder einem Wörterbuch nach. Und sie werden dir offen sagen, die Tradition der Gebete zu Maria oder die Tradition der Ablässe für das Fegefeuer oder wofür auch immer. Sie werden dir sagen, dass es an einem bestimmten Datum begann. Und sie werden offen zugeben, dass es eine Tradition ist. Traditionen sind nicht an Ereignisse gebunden. Es ist einfach irgendeine Praxis. Also hat es sich entwickelt, weil viele Leute angefangen haben, es zu tun. Und dann haben mehr Leute es hier und da angefangen. Und es hat sich durchgesetzt. Genau, das beweist gar nichts. Aber die Tatsache, dass wir diese Gedenkzeichen haben, Taufe. Christus sagte, geht hin in alle Welt und tauft. Macht zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, du könntest damit nicht 200 Jahre später anfangen und behaupten, oh, nun ja, die Jünger haben das schon immer gemacht. Nein, letztes Jahr haben sie es nicht gemacht. Das würde jemand merken. Und natürlich, was du sagtest, die Bücher Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ich erinnere mich an Bischof Robinson. Wie viele Jahre ist das her? 40 Jahre oder mindestens 30, der Honest to God schrieb. Erinnerst du dich daran? Nein, du bist zu jung, um dich daran zu erinnern. Nun, zu jung im Herrn. Genau. Und damals behauptete er, diese Bücher seien viele Jahrhunderte später geschrieben worden. Nun, er war ein ehrlicher Mann genug, um weiter nachzuforschen. Und jetzt erkennt er an, dass sie innerhalb sehr weniger Jahre danach geschrieben wurden. Okay, also, wie du sagtest, es gäbe Menschen, die zu der Zeit lebten, als diese Bücher herauskamen, die dabei waren. Das ist ein kleines Land, Israel. Jeder kennt jeden. Sie sind alle miteinander verwandt. Und du könntest nicht sagen, das Johannesevangelium kommt heraus und es sagt, Lazarus sei von den Toten auferweckt worden. Es sagt, wo es geschah, wie lange er im Grab gelegen hatte und so weiter. Und jemand sagt, Moment mal, das ist mein Onkel, der ist noch nicht einmal gestorben. Oder jemand sagt, nun, das ist mein Cousin. Ich meine, der Kerl liegt immer noch im Grab. Niemand hat ihn je von den Toten auferweckt.
Mit so etwas kämst du nicht durch. Die Tatsache, dass 3000 Juden in Jerusalem, wo das alles geschah, am Pfingsttag bekehrt wurden. Und das grundlegende Ereignis, um das es geht, ist die Auferstehung. Und es ist nur ein kurzer Weg zum Grab. Wenn dieser Leib noch in diesem Grab liegt, kannst du mir nicht erzählen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Da war ein römisches Siegel, das Siegel des Statthalters war darauf. Und römische Wachen waren da, um diesen Leib darin zu halten. Nun, der Stein ist weggerollt, das Grab ist leer, und es gibt keine andere Erklärung, weil niemand den Leib vorweisen kann. Wenn die Römer den Leib hätten vorweisen können, hätten sie es ganz sicher getan. Nun, das verursachte alle möglichen Probleme. Eine Revolution in ihrem Reich. Die Rabbiner hatten den Leib ganz sicher vorgelegt, wenn sie es gekonnt hätten. Und die Jünger hatten ganz sicher nicht den Mut, an römischen Wachen vorbeizuschleichen und diesen Stein wegzurollen und den Leib Jesu in Peters Keller oder so etwas zu verstecken. Das haben sie schon durch ihre erste Reaktion nicht gezeigt, als sie Jesus nahmen. Sie hatten nicht den Mut, als Jesus im Garten gefangen genommen wurde. Hatten sie nicht den Mut, zu ihm zu stehen, als sie glaubten, er sei der Messias. Nachdem er gekreuzigt ist und sie überzeugt sind, er könne nicht der Messias gewesen sein, bekommen sie nun plötzlich den Mut, für das zu sterben, von dem sie wissen, dass es eine Lüge ist. Das ergibt keinen Sinn. Also, Tom, ich denke, wir könnten tiefer gehen, aber egal wie du es analysierst, das Neue Testament wurde von Augenzeugen geschrieben, die dort waren, die behaupteten, Augenzeugen zu sein. Lass mich zum Beispiel einfach die ersten Verse im Lukas-Evangelium lesen. Wir wissen, dass Lukas Pauls Reisebegleiter war, und er schrieb die Apostelgeschichte, weil die Apostelgeschichte beginnt: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilos. Also schreibt er im Buch der Apostelgeschichte an Theophilos, und er sagt: Ja, ich habe dir schon geschrieben, Theophilos. Und das Lukas-Evangelium beginnt: Nachdem schon viele es unternommen haben, einen Bericht in geordneter Folge abzufassen, über die Dinge, die unter uns ganz gewiss geglaubt werden, wie sie uns überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So hat es auch mir gut geschienen, nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu schreiben, hochgeehrter Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterwiesen worden bist. Wenn das von jemandem 1 Jahrhundert später geschrieben wurde, oder auch nur 50 Jahre später, oder 200 Jahre später, wie die Skeptiker sagen, diese sogenannten Bibelwissenschaftler des Jesus-Seminars, Tom, dann ist es das betrügerischste Dokument. Jemand 100 Jahre später gibt vor, der Mann namens Lukas zu sein, und sagt, er schreibe an jemanden namens Theophilus, und er weiß nicht einmal, ob diese Menschen je existiert haben. Das ist reine Fiktion, und es sollte verurteilt werden. Aber es besteht die Probe der Zeit. Und all die Untersuchungen, die die Atheisten und Skeptiker darauf losgelassen haben. Du erinnerst dich in Kapitel 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, und Herodes Vierfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea, und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias Vierfürst von Abilene, und so weiter. Wir haben Fachbegriffe: Vierfürst, Kaiser, Statthalter. Und es geht weiter und spricht vom hohen Priester. Wir haben die Namen dieser Leute. Wir haben das Datum, das 15. Jahr des Kaisers Tiberius. Ich würde jeden, der uns zuhört, herausfordern. Können Sie sich erinnern, wer vor 10 Jahren, vor 20 Jahren der Pastor der Kirche die Straße runter war? Wer war vor 30 Jahren der Bürgermeister Ihrer Stadt? Sie können es nicht. Das Neue Testament wurde von Augenzeugen geschrieben, die dort waren und die behaupteten, Augenzeugen zu sein. Selbst meine Brüder, und die behaupteten, Augenzeugen zu sein. Deshalb denke ich, dass wir hier einen Punkt haben,
der sich nicht so leicht entkräften lässt. Aber Sie haben Aufzeichnungen. Sie könnten zurückgehen und es nachprüfen. Sie hatten damals keine Aufzeichnungen wie diese, und es hat die Archäologen und Historiker viel Mühe gekostet. Und sie haben bestätigt, dass das genau so ist. Das sind die Namen der Menschen, die zu dieser Zeit an diesen Orten diese Ämter innehatten. Das könntest du nicht nachträglich geschrieben haben. Dave, lass mich davon mal ein bisschen zurücktreten und einen weiteren Blick nehmen. Hier haben wir jemanden, der schreibt und über Universitäts- und Seminarprofessoren spricht. Und du hattest Kinder, die durchs College gegangen sind. Ich habe 2. Einer steht kurz vor dem Abschluss und ich habe noch 2, die so in diese Richtung schauen. Sie werden mit genau den Situationen konfrontiert, in denen die Professoren sie einfach überzeugen, nicht auf Grundlage irgendeiner Dokumentation, sondern sie sagen, es ist so und es ist so, einfach aufgrund ihrer Stellung sozusagen. Was macht ein junger Gläubiger in so einer Situation, wo eine Klasse eigentlich ein Austausch sein sollte, ein Geben und Nehmen von Informationen? Sollten unsere jungen Leute nicht wenigstens mit Fragen ausgerüstet sein? Nun, ich kann dir sagen, was ich getan habe, Tom, als ich an der Universität war, als ein unbedeutender Erst- oder Zweitsemester oder was auch immer. Ich ließ den Professor nicht damit durchkommen. Ich finde nicht, dass Professoren Lügen erzählen dürfen sollten. Und ich würde Sie herausfordern. Woher haben Sie Ihre Informationen? Worauf stützen Sie das? Haben Sie dafür eine vollständige Dokumentation? Ich würde Sie herausfordern, wenn Sie versuchten, Evolution zu lehren. Ich meine, Sie sagen mir, ich erinnere mich, dass ich an der UCLA war. Sie wollen mir sagen, dass das menschliche Auge als eine Reizung auf der Haut begann und über Millionen von Jahren durch einen Prozess der Evolution, Überleben des Stärksten, entwickelte es Stäbchen und Zapfen, die Nerven, die Verbindungen zum Gehirn. Ich meine eine Linse, die alles übertrifft, was wir mit all unserem wissenschaftlichen Know-how überhaupt herstellen können. Und es würde dir beim Überleben nicht helfen, bevor es funktioniert. Aber ohne zu funktionieren, durchläuft es diesen ganzen Prozess. Komm schon, zeigen Sie mir die Beweise. Ich meine, logisch ist es lächerlich. Und Sie können mir nicht ein einziges Fossil irgendeiner Zwischenform zeigen. Und es müsste Millionen davon geben. Aber selbst in Geschichtsunterricht, Soziologieunterricht, ich denke, dasselbe gilt. Für einen Studenten, selbst wenn er die Antworten selbst nicht hat, aber erkennt, Moment mal, da ist ein Problem in der Art, wie dieser Kerl das zusammenbaut. Ich würde die Hand heben und nachfragen, Fragen stellen. Du kannst zumindest Fragen stellen, Tom. Ja, weißt du, warum mir das gefällt, Dave? Weil man das auf eine sehr sanftmütige Weise tun kann. Es muss nicht darum gehen, den Kerl umzuwerfen oder irgendwie seinen Zorn zu reizen. Aber eine einfache Frage kann auch, wenn der Mann entweder unwissend oder wirklich falsch informiert ist, ihn vielleicht dazu bringen, etwas zu hinterfragen, das er sozusagen geschluckt hat, weil sein Professor oder während seiner eigenen Ausbildung er es einfach geschluckt hat und nie wirklich hinterfragt hat. Ich meine, wie oft kommt so eine Situation vor? Viele Leute schießen einfach aus der Hüfte oder einfach, sie haben etwas durch Osmose gelernt und sie haben es nie wirklich überprüft. Tom, lass es auf eine Situation heute anwenden. Nicht an der Universität, sondern im Radio und Fernsehen. Wir haben diesen großen Ruf nach einem palästinensischen Staat. Und wir müssen das auf die Grenzen von 1967 zurücksetzen. Hörst du jemals einen der Kommentatoren die Leute daran erinnern, dass was hat Israel 1967 eingenommen? Sie nahmen das Westjordanland, das ist das Jericho-Gebiet, und sie nahmen Gaza. Moment mal, von 1948 bis 1967, 19 Jahre lang, hielt Jordanien das Westjordanland. Ägypten hielt Gaza. Gab es damals jemals Gerede von einem palästinensischen Staat? Niemals. Nun, warum gibt es jetzt Gerede davon? Und warum musste Israel das einnehmen? Ich war dort. Unsere Familie war in Ägypten, wie du weißt, 1967.
Wir verließen Ägypten nur ein paar Tage bevor der Krieg ausbrach. Wir sahen Nasser im Fernsehen. Wir hörten seine Drohungen. Wir sprachen mit Leuten. Ich erinnere mich, als wir mit unserem Auto durch Ägypten fuhren. Die Leute redeten ständig vom 19-jährigen Krieg. Wir wussten nicht, was sie meinten. 19-jähriger Krieg? Ich hatte noch nie von einem 19-jährigen Krieg gehört. Ich habe einen Abschluss in Mathematik. Aber es dauerte eine Weile, bis ich es begriff. Oh, von 1948 bis 1967 waren 19 Jahre. Es hatte nie Frieden gegeben. Aus ihrer Sicht waren sie immer noch im Krieg und sie hatten das geplant. Und es war sehr klar. Sie sagten, wir werden Israel vernichten. Sie zogen Truppen an der Grenze zusammen und so weiter. Nun gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir werden die Grenzen auf 1967 zurückrollen. Ihr müsst uns zurückgeben, was ihr 1967 genommen habt. Moment mal, die PLO wurde 1964 gegründet. Nicht von Palästinensern, sondern von Nasser in Kairo. Tatsächlich ist Arafat kein Palästinenser. Er wurde in Kairo geboren, okay? Nun, was wollte die PLO 1964 befreien? Nun, gehen wir ein bisschen weiter zurück. Gehen wir zurück nach 1948. Als Israel seine Unabhängigkeit erklärt, wird es sofort von 6 arabischen Nationen mit ihren regulären Armeen angegriffen, weil sie nicht wollen, dass Israel überhaupt existiert. Also redet ihr davon, oh, wir setzen es auf 67 zurück und wir wollen einen palästinensischen Staat, den ihr vorher nie wolltet, als ihr dieses Gebiet hattet. Und ihr wolltet 1948 nicht einmal, dass sie existieren. Tom, das ist eine Lüge. Nun, wer wird damit besänftigt? Es gäbe keinen Frieden. Es wäre fast ein Neuformieren, um das fortzusetzen. Natürlich, natürlich. Sie haben es öffentlich immer und immer und immer wieder gesagt. Wir werden Israel vernichten. Israel darf nicht existieren. Aber wer steht auf? Warum hören wir es nicht von unserem Präsidenten, von unserem Außenministerium? Tatsächlich, Tom, was mich wirklich stört, ist, warum hören wir es nicht von den Israelis? Ich habe in den letzten Tagen einige israelische Regierungssprecher gesehen, miterlebt, wie sie einige dieser Dinge beantworteten. Du weißt, das Problem dort drüben. Ich habe keinen einzigen von ihnen je die Fakten erwähnen hören. Mir scheint, das wäre das Beste, was sie tun könnten. Wie auch immer, Tom, wir bekommen an vielen Stellen keine Fakten. Weißt du, das ist wirklich das Traurige. Wir hatten hier in diesem Land so viele Jahre lang einen Präsidenten. Fakten waren ein Witz. Er war einfach nicht an ihnen interessiert, sondern nur an seiner Agenda und daran, alles in jede Richtung zu verbiegen, um irgendeinen Plan von ihm voranzutreiben. Aber jetzt scheint das die Art zu sein, wie alles läuft. Wer kann sich mit jemand anderem hinsetzen und Fakten auf den Tisch legen? Du weißt, man möchte sagen, es ist hoffnungslos, aber es müsste doch jemanden geben, der aufsteht. Tom, ich erinnere mich, dass ich während der Tage des Eisernen Vorhangs in Ungarn war. Wir hatten ein Buch in der Hand namens The Bridge at Andau. Ich weiß nicht, ob du es je gelesen hast. Es war ein Missionerbuch. Es bekam seinen Namen von einer kleinen Brücke, über die die ungarischen Freiheitskämpfer aus Ungarn flohen, als die russischen Panzer hereinkamen. Und er saß dort in diesem Dorf und interviewte diese Leute. Sie sagten zu ihm, das waren keine Christen. Sie sagten, unsere Kinder wurden in der Schule Lügen gelehrt. Sie schrieben die Geschichte Ungarns um. Und wir blieben die ganze Nacht auf, wenn es nötig war, um die Lügen rückgängig zu machen, die unseren Kindern beigebracht wurden. Nun haben wir christliche Eltern, die Kinder in der öffentlichen Schule haben, die sich nicht einmal genug darum kümmern, herauszufinden, was ihren Kindern beigebracht wird, in Bezug auf Evolution, Unmoral, Promiskuität und so weiter. Sie sollten die ganze Nacht aufbleiben, um herauszufinden, was gelehrt wird, und um diese Lügen rückgängig zu machen. Und tatsächlich wird Geschichte vor unseren Augen umgeschrieben. Und wer beschwert sich? Wir sollten uns beschweren. Aber jedenfalls, Tom, es tut mir leid.
Ich bin hier ein bisschen vom Thema abgekommen. Nein, Dave, das ist eine gewaltige Illustration zu der Frage, mit der wir angefangen haben. Hier ist jemand, der eine Antwort für Professoren, für Lehrer haben will, von denen er weiß, dass sie ihm etwas beibringen, das einfach keinen Sinn ergibt. Nun, das Kind muss aufstehen. Das Kind, ich rede von einem College-Studenten, ich rede von einem Highschool-Schüler, aufstehen und zumindest Fragen stellen. Lass nicht einfach etwas vorbeigehen, ohne wenigstens eine Frage, die deutlich macht, dass hier etwas nicht stimmt. Lass dich nicht einschüchtern. Wage es, ein Daniel zu sein. Das haben wir gesungen, als ich in der Sonntagsschule war. Und nochmal, es ist keine Sache des Stolzes. Es ist eine Sache der Wahrheit und wirklich einfach des gesunden Menschenverstands. Absolut.